Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video zeige ich dir mal, wie und vor allem auch wo die Taille gemessen wird. Viel Spaß! Bei den meisten Schnittmustern brauchst du in der Regel 3 Körpermaße, nämlich den Brustumfang, den Taillenumfang und den Hüftumfang. Und gerade bei dem Taillenmaß, da tun sich einige sehr, sehr schwer und deswegen verrate ich dir mal ein paar Tipps, wie du das richtige Taillenmaß finden kannst. Zunächst muss die Frage geklärt werden, wo die Taille denn genau liegt. Und viele machen hier den Fehler, dass sie die Taille dort messen, wo später der Bund des Kleidungsstücks sitzen soll. Wenn du zum Beispiel ein Foto von einem Schnittmuster siehst und dort ist der Bund der Hose oder auch des Rocks etwa 2 cm unterhalb des Bauchnabels, darfst du jetzt nicht den Fehler machen und dort messen. Die Taille liegt nämlich ganz woanders und das zeige ich dir jetzt. Hier ist mein Bauchnabel und die Taille liegt an der schmalsten Stelle deines Körpers und du kannst sie ganz gut finden, wenn du dich einmal so ein bisschen zur Seite knickst. Wie du siehst, ist meine Taille etwa 2 cm oberhalb des Bauchnabels. Und wenn du dich misst, dann bitte nicht ganz gerade stehen, sieht zwar im Spiegel schöner aus, aber hilft dir nicht bei der Größenfindung, sondern wirklich ganz locker stehen. Und dann nimmst du dir das Maßband und führst es einmal um deinen Körper an der schmalsten Stelle entlang. In meinem Falle sind das jetzt 73 cm. Und hier nochmal der Vergleich zum Hosenbund, der bei mir etwa 3-4 cm unterhalb meines Bauchnabels liegt. Wenn ich jetzt da messen würde, hätte ich ein ganz anderes Maß als hier oben an meiner schmalsten Stelle. Jetzt schaue ich in die Körpermaßtabelle hinein und da sehe ich, dass ich mit den 73 cm eher in der 38 bin als in der 40. Also wähle ich in diesem Fall jetzt Konfektionsgröße 38. Das hier ist übrigens die Körpermaßtabelle von meinem Hosenschnitt Cargohose Pantaloni und wie du sehen kannst, gibt es hier 3 unterschiedliche Tabellen für den Hüftumfang. Das hängt damit zusammen, dass wir vorab 3 unterschiedliche Varianten gradiert haben, nämlich einmal für Frauen mit einem eher schmalen Unterschied zwischen Taille und Hüfte, dann mit dem, was man in der Regel in Kaufhosen findet und dann, und da bin ich auch zu finden, für Frauen mit einem eher breiteren Hüftumfang im Verhältnis zum Taillenumfang. Somit hast du eine möglichst optimale Ausgangslage für eine perfekte Passform, sodass du im Anschluss nur noch kleine individuelle Anpassungen an deinem Hosenschnittmuster vornehmen musst. Zum Schluss möchte ich noch auf das Thema eingehen, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, seinen Körper zu vermessen. Das klingt im ersten Moment etwas merkwürdig, aber im Speziellen, was die Taille anbelangt, solltest du deinen Körper auf jeden Fall immer am Vormittag vermessen. Das hängt damit zusammen, dass, wie auch bei mir, morgens das Taillenmaß deutlich schmaler ist als am Abend, weil im Laufe des Tages nun mal die Schwerkraft zuschlägt und man ja auch Nahrungsmittel zu sich nimmt, wodurch dann der Bauch sich etwas verändert und damit auch das Taillenmaß. Außerdem musst du auch mal ein bisschen beobachten, wie sich dein Körper im Laufe deines Zykluses verändert. Es gibt Frauen, da ändert sich die Konfektionsgröße im Laufe eines Zykluses tatsächlich um 1 bis 2 Konfektionsgrößen. Hier einfach mal gucken, welches Taillenmaß denn im Laufe deines Zykluses im Durchschnitt bei dir vorhanden ist und dann kannst du dich nach diesem Taillenmaß richten. Dein Körper kann sich natürlich auch durch Gewichtszu- oder Abnahme verändern. Also sprich durch eine Diät, durch Krankheit oder auch durch eine Schwangerschaft. Und deswegen empfehle ich dir auch, deinen Körper regelmäßig zu vermessen und am besten vor jedem Projekt nochmal neu zu messen, wenn du dich gerade in so einer Phase befindest, damit du hier dir Kleidung nähen kannst, die auch garantiert zu deinem Körper passen. Das Schnittmuster zur Cargohose Pantaloni findest du übrigens unten in der Infobox verlinkt. Bis zum nächsten Video wünsche ich dir alles Gute. Ciao!